Ich möchte noch mal ein paar Worte zu dem Thema Liebe sagen. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein paar wenige Worte als meine wichtigsten Worte gewertet und gedeutet. Und diese Worte lauten: Liebe, dehne dich aus, unaufhaltsam, grenzenlos, ewiglich. Dehne dich aus, unaufhaltsam, grenzenlos, ewiglich. Es sind eigentlich nur 4 Worte. Damit meine ich Liebe im weitesten Sinn. In jedem von uns ist Liebe. Und wenn es tatsächlich Menschen gibt, in denen keinerlei Liebe vorhanden ist, dann haben sie in sich keine Liebe, weil sie keine Liebe bekommen haben. Liebe kommt nicht aus uns selbst ursprünglich, sondern weil wir mit Liebe oder aus Liebe gemacht sind. Dieses unaufhaltsame Ausdehnen, das bezieht sich auf die Kraft der Liebe, dieses Energiefeld. Weil ich verstehe Liebe mehr darunter als eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft, sondern es ist eine ursprüngliche Energie, nicht nur eine ursprüngliche Energie, sondern die ursprüngliche Energie und die größte, stärkste Energie. Wenn sich dieses Energiefeld unaufhaltsam und grenzenlos ausdehnt, ewiglich, dann bedeutet das erst einmal, dass sie unsterblich ist, weil sie sich ewig ausdehnt. Grenzenlos bedeutet, dass es keine Tabus für die Liebe gibt. Alles, was nicht Liebe ist, wird sozusagen von der Liebe aus der Welt genommen, egal wie. Es wird vereinnahmt, es wird überschwemmt mit Liebe, wie ein Meer, eine Sintflut der Liebe, könnte man sagen, die in einem unsichtbaren Raum geschieht. Und das Irdische, das Materielle ist die Reflexion dessen, was im geistigen Raum geschieht. Auch im geistigen Raum gibt es Emotionen. Das heißt, Liebe ist auch im geistigen Raum, weil es gibt kein Tabu für die Liebe. Sie ist überall. Sie ist sogar in dem Nichts, in der Nicht-Existenz ist Liebe. Wäre sie nicht dort, wäre es eine Grenze, ein Tabu, und das kann nicht zu diesen Worten passen. Diese Liebe ist also ein Energiefeld, eine Energie, die aus uns kommt, die wir ausströmen können. Es ist wie eine Aura, die uns umgibt, wenn wir uns bewusst sind, dass in uns Liebe ist und dass wir aus Liebe gemacht sind, dann können wir auch anders durch die Welt gehen. Selbstbewusster in diesem Sinne, bezogen auf die Liebe. Und das ist praktisch so, es ist wie ein unsichtbares Bollwerk,
gehst durch die Straßen, egal wohin du gehst durch die Natur und du fühlst, dass du dich in diesem Kreis aus Liebe bewegst. Es ist eine unsichtbare Aura, die dich umgibt. Es ist etwas, in dem du dich selber befindest und was sich dadurch, dass du es empfindest und dir dessen bewusst bist, dass diese Liebe existiert, expandiert sie. Sie dehnt sich immer weiter aus, vergleichbar damit, wenn du einen kleinen Stein in ein Wasser, in einen ganz ruhigen Tümpel fallen lässt, dann erzeugt dieser kleine Stein Kreise im Wasser. Dort, wo er hineinfällt, ist der Kreis sehr konzentriert, sehr klein. Je weiter weg er von diesem Stein ist, desto größer ist der Kreis. Ein paar Meter weit hat er ein paar Meter Durchmesser, obwohl das vielleicht nur ein kleiner Kieselstein ist. Also ein kleiner Kieselstein kann auch diese große Energie erzeugen. Das Wasser ist sozusagen die Spiegelung dessen, dieser Kraft, die dort hineingefallen ist. Und so betrachte ich die Welt und so lebe ich mit diesem Gefühl. Und ich glaube daran, dass sich die Liebe ewig und unendlich ausdehnen wird. Früher oder später ist alles, was nicht zur Liebe gehört, das heißt jeglicher Hass, Neid, alles, was nicht Liebe ist, wird nicht mehr sein. Aus der Welt genommen, ausgelöscht. Und Liebe wird auch immer wieder geboren. Deshalb ist es auch zum Beispiel so, dass ich keine Angst davor habe, zu sterben, oder der Tod ist für mich keine Horrorvorstellung. Und wenn ich weiß, es stirbt jemand, den ich sehr mag, natürlich berührt mich das und das macht mich im ersten Moment auch traurig, aber es ist nicht eine Trauer, die mich gefangen hält, sondern es ist eine Emotion und dann sage ich, okay, es ist die Zeit für denjenigen zu gehen. Wir geben unseren Körper ab, den wir geliehen bekommen haben, diesen materiellen Körper, aber unsere Seele existiert weiter. Und da die Liebe überall ist, bringe ich das jetzt mal in Verbindung mit den Worten in der Bibel, in der geschrieben steht, die Worte werden aufhören, das Zungenreden wird aufhören. Und jeder wird ein neues Wesen sein. Wenn man darüber nachdenkt, dann kann ich das nur so verstehen, die Worte sind vom Menschen erzeugt. Das Zungenreden gehört auch zum Menschen. Wir brauchen die Zunge, um Worte bilden zu können. Wenn das aufhört und jeder ein neues Wesen sein wird, werden wir als nächstes in eine nichtmenschliche Existenz wechseln. Das heißt, wir werden entweder in die Welt der Tiere, in die Welt der Pflanzen, in die Welt des Meeres oder in die geistige Welt oder in die Welt der Engel wechseln. Erst einmal für eine Zeit so lange, bis wir vielleicht irgendwann wieder Mensch sein können, wenn wir es wollen, oder Mensch sein dürfen. Und dieser Wechsel in die anderen Daseinsformen, die ja bereits da waren, bevor der Mensch erschaffen wurde, hat den Sinn, das Leben und die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Dann bewertet man auch die anderen Wesen, die ja ebenfalls mit uns existieren, völlig anders. Ich will mal eine
Begegnung nennen, die zu diesem Thema passt. Das ist vor vielen Jahren gewesen, das war auch 2011, glaube ich, als ich zu dieser kleinen Kapelle gegangen bin, von der ich ja auch berichtet habe. Und auf dem Weg dahin bin ich durch Wiesen und durch Landschaft gegangen, Obstbäume, und neben mir auf einer Obstbaumwiese war ein Imker mit mehreren Bienenvölkern und seinen Kästen. Und er grüßte mich und sagte zu mir, die Menschen können viel von den Bienen lernen. Und da wusste ich, es ist auch kein Zufall, dass der Imker da steht, und es ist eine Message gewesen. Und ich habe gesagt, ja. Und ich habe nicht überheblich gedacht, wie kann ein Mensch etwas von einem Insekt lernen? Und wenn man mal anfängt, so über die Welt zu denken, dann macht auch alles einen Sinn. Denn ich bin jemand, der sagt, alles hat einen Sinn, und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, alles ist sinnlos. Wenn alles sinnlos wäre, würden wir nicht unsere gleiche Seele wiederbekommen. Das ist nämlich auch ein Punkt. Das heißt, wenn wir auch in eine andere Existenz wechseln, können wir unsere gleiche Seele behalten. Das heißt, unser Wesen, das Wesentliche in uns, das ist die Seele. Sie ist unabhängig von jeder körperlichen Form, egal was wir sind. Ob wir ein Stein sind, ob wir ein Mensch sind, ob wir ein Tropfen Wasser sind, ob wir eine Wolke sind, was auch immer wir sind, wir können dieses Wesen weiterleben. Und darum hat alles einen Sinn, weil dieses Wesen auch lernt, sich in einem Lernprozess befindet, solange bis es vollkommen ist. Und das finde ich, das ist alles sehr schön. Ja. Und diese Worte, die ich da als meine wichtigsten Worte benannt habe, dadurch, dass es nicht beschränkt ist, heißt es ist auch nicht beschränkt auf diese Welt, diesen Planeten, dieses Universum oder diese Galaxie, denn dann wäre es nicht grenzenlos und ewiglich. Und ich glaube an die Kraft der Worte. Daran glaube ich. Ich glaube an die Kraft der Worte, ich glaube an die Kraft der Liebe. Und ich glaube daran, dass sie sich erfüllen, weil ich an sie glaube. Daran glaube. Und wenn wir das mal ausprobieren und wir gehen voller Überzeugung, dass Liebe in uns ist und dass wir Liebe ausstrahlen, mal in die Welt, egal wohin. Du kannst auch mit diesem Gefühl in den Supermarkt gehen, eine Straße überqueren, zur Arbeit, zu deinem Arbeitsplatz gehen, zu einem Besuch gehen, und dann achte mal darauf, wie reagiert deine Umwelt darauf, dass du mit diesem Selbstbewusstsein dort ankommst. Und dann wirst du merken, dass du von sehr vielen Menschen angeschaut wirst, auch wenn es nur ganz flüchtig ist, und dass die meisten von ihnen dir eine schöne, eine positive Rückmeldung geben. Ja, das könnte man mal probieren, und jetzt mache ich mal Schluss. Das reicht für heute, und ciao.